Weiter geht's. Tor and Odin were in the photo with the clicker. They might know how it works. Oh, The yes. case, but I can still visit family. Gehen wir Thor und Odin besuchen. The Old Gods of Asgard. Ich bin jetzt auch mit Alan ein bisschen durchgerusht, weil ich einfach mal so ein bisschen, ne? Alan wollte ja Casey helfen. Deswegen dachte ich, ja komm, dann machen wir es doch so, wie es gedacht ist und rennen mal wie wahnsinnig zu ihm, in der Hoffnung, dass wir ihn retten können. Und ich hoffe, dass es Casey gut geht. Oder Max Payne. Oder Sam Lake. Lass mich raten. Das Hochwasser sinkt hier bald auch wieder weg. Und dann können wir hier auch erkunden. Aber damn, das war ja ein richtiger, also das war ja ein wirklicher Kurswechsel. Da ging es ja richtig ab. Das müssen schon viele gewesen sein und das, also... Frag mich jetzt, ob das auch... Na, muss ja eigentlich, ne? Die anderen Leute müssen das ja auch alle mitgekriegt haben. Das fand ich ja so nice am ersten Teil auch, wenn man mit Sheriff... mit Sheriff Sarah Breaker da rum ist. Nachts. Dass die Leute darauf reagiert haben. Und so. Telefon. Hello? Saga, it's Tor, your grandfather. About time you were coming to visit, kiddo. How did you know I was coming to see you? Never mind that. We have bigger problems. We're losing. Oh, fuck. Fuck you, you fucking hag. Fuck. Shit. Something is off at that nursing home. Können wir hier wieder wechseln, oder was? Ja. Ah. The Valhalla Nursing Home, founded in 2014 for Odin and Tor Anderson of the Old Gods of Asgard fame for their twilight years. Built after the return comeback tour, flip-flopped to be their farewell tour, cut short, canceled. As their agent, Barry Wheeler had managed to coax a few hit songs out of them before that. Balance Lays the Demon, a couple of others. The old men rocked like their namesakes. The backstage parties got out of hand. The air was thick with smoke. Wheeler squinted. His migraine flared, booze and drugs. A rock and roll cliche. They ran off after every gig. Wheeler had security track them down to the craziest after parties. Aber ich weiß ja jetzt wirklich nicht so recht. Erstmal... Nee. Ich mach das jetzt so. Wir bleiben jetzt erstmal bei Saga. Odin might know something about the clicker. With Wake out of reach, this is my best lead. Auch wenn es sich schon so anfühlt, als wäre es richtig, zuerst Alan Wake jetzt fertig zu machen, seine Kapitel und dann die von Saga weiterzuspielen. Aber ich finde es auch so ganz nice, dass man dadurch so ein bisschen auch das Mysterium noch offen halten kann bezüglich wie Alan da dann gegebenenfalls rausgekommen ist. Doesn't look right. Der Overlap. Oder dahin, auch okay.
Aber ganz schön viel Schnur. Hab da noch ganz schön viel nicht entdeckt. Da fehlt nur noch eine. Toll, ich höre wieder einen Wolf. Tatsache. Als ich das Dings da, Zeugs da gefunden hatte, da ist hier wirklich alles markiert worden. Die ganzen Stashes. Laufen wir doch da mal hin. Another cult stash? Cold of the trees is everything. Ja, natürlich. Was denn? Rifle Ammo? Okay. Ich krieg noch eine richtige Rifle oder was? Ich dachte, wir hatten schon alle Waffen. In Alan Wake gab es ja sonst auch nicht viel. Du hattest im ersten Teil zumindest hattest du die Shotgun, du hattest okay, das Jagdgewehr hatte man noch, ja. Die Pistole und die Leuchtpistole, das waren so die Waffen, die es gab. There's a rhyme over here. Aber ist hier auch irgendwo eine neue Figur oder so? Sieht nicht so aus. Mother, may I go outside? May I run and play? I say to you, my daughter dear, go outside and play, but only in the light of day and only round the trees so grown. Never near the lake, my child, and never may you drown. Makes sense. Das war einfach. Ist damit der große Baum da gemeint, da vorne der? Einfach der Spur folgen. Na klar. Oh. Wie denn die Spur weiter? Ach, da vorne. Hör dich doch. Oh shit.
Zeig dich. Na los. Sehr gut, der ist down. Kann ich jetzt aber eh nicht mitholen. Another charm. Doch. It's one charge to Sagas flashlight. Klingt gut. Machen wir den Charme mal weg. Die Flair hier brauche ich auch nicht. Ich habe genug Flairs. Die Rifle Ammo brauche ich auch noch nicht. Eigentlich reichen 2 Flairs auch erstmal, wenn man so drüber nachdenkt. Ich glaube, ich gehe mal eben noch schnell das andere Medipack holen. Und das packe ich dann aber auch erstmal in die Schuhbox. So, und dann haben wir da unten ja noch. Der hätte bei der verkackten Shotgun bleiben sollen gerade. Der hat gesessen. Ich will mal das Inventar ein bisschen aufräumen. Da. Da ist eine Lunchbox in der Richtung. So die Frage, unten nach oben lang. And another lunchbox. Oh Gott. Just then I suddenly slammed into something that felt like a sturdy, well-built brick wall. I almost fell, but a strong arm grabbed me by the waist. I hardly knew what was happening. A voice reached through my confused, frightened haze like an outstretched hand. A gruff, manly voice. The deep, reassuring voice reassured me. Don't you worry, miss, I've got this.
I looked up just in time to see the monster barreling through the forest at us. Just then, a blast. The monster went down like an elderly person who had lost their cane. I looked up at my savior and saw a handsome face with dark hair. He wore a stylish tweed jacket and held a smoking pistol. Looks like I got here just in time, he said. He smiled at me and my heart fluttered like a bird. I'll say, I thought to myself. Huh. War das über Alan Wake gehen? Oder was? Okay, kann ich nicht upgraden. Increase reload speed. Bei der Shotgun brauchen wir das definitiv. Motion, Saga cracked open the shotgun, sending the empty hulls flying over her shoulder, and slammed the new shells in faster than she had imagined possible. Nice. Auch wenn ich jetzt gerade eh keine Muni mehr dafür habe. So, und hier irgendwo... Genau. Ist dann der Stash. There are 200 total vehicles in a factory consisting of each of bicycles and cars. Each car has 4 wheels and each bicycle has 2 wheels. There are a total of 754 wheels in the factory. How many cars are in the factory? Ach du Scheiße, wollt ihr mich verarschen? Jetzt auch noch Mathe hier oder was? Dann ich spiele Alan Wake und nicht der Mathe-Simulator. Boah, Leute, was ist damit, also... 200 Total Vehicles in einer Fabrik. Okay, ich muss mir da aufschreiben. Editor. Ne, das ist mir zu hell. No, hier Notepad Plus. Notepad Plus Plus. Finde da gerade nicht. Halt eben den scheiß Editor. 200 Gesamt. Fahrräder plus Autos. Reifen in der Fabrik. 754. Wie viele Autos? Okay, 200 Fahrzeuge gesamt aus Fahrrädern und Autos. Warum eigentlich Fahrräder in einer Autofabrik? Jetzt erstmal so, hä? Das wäre so, und genau die Scheiße wird mich in der Textaufgabe Mathe rausbringen. So, warum sind fucking Fahrräder in einer Autofabrik? So, wir haben 754. Jetzt ist aber die Frage... Das können doch mehrere Ergebnismöglichkeiten sein, oder nicht? Ich kann doch jetzt sagen, okay, ich rechne das jetzt alles einfach durch 4 im Grunde. Ach, das ist doch einfach. Was natürlich nicht, aber ist ja klar wegen... Das geht nicht so ganz. Das wäre ja, glaube ich, das Ergebnis dann für die Fahrräder. Ist es ja auch nicht. Gott, ey, wer hat sich den Scheiß jetzt ausgedacht mit einer Mathe, mit einer Textaufgabe auch noch? Oh, ey, oh Mann, ey.
Ich habe jetzt nämlich einfach mal die 754 Reifen einfach mal durch 2 gerechnet. In dem Fall gäbe es gar keine Autos. Schade. Aber es wäre halt auch eine Möglichkeit für ein Ergebnis. Oder liege ich dabei falsch? Es könnten auch einfach 188,5 Autos sein. Oder halt einfach gar keins. Ne, warte, wenn es doch 200 Fahrzeuge gesamt sind. Da haben wir ja, okay, da haben wir damit ja schon mal den Cap, dass es gar nicht die 377 Fahrräder sein können. Boah, ich habe keinen Bock auf Mathe, ich google das jetzt einfach. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock da drauf. Außerdem würde ich mich damit jetzt ja eh nur blamieren. Dachte, da ist hier wirklich, da ist hier eine komplette Abhandlung gegebenenfalls drin, ey, wie man das rechnen soll. X Fahrzeuge, X Anzahl der Fahrzeuge, Y Anzahl der Fahrzeuge, also Y Anzahl der Fahrräder. Dann hast du halt quasi X plus Y gleich 200. Bla. Player should now work, bla 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 bla, subtract mal 4, 4 mal from both sides. Das ist, also die 754, 377. Ja, nee, das hätte ich definitiv, nope. 177 ist das Ergebnis. Das ist ein Alan Wake Stream, kein Mathe-Stream. Also da hatte ich jetzt wirklich so gar keinen Bock drauf. Noch mehr Flair und Propan, die nehme ich jetzt nicht mit. We need to go bigger. More stick symbols, more graffiti. I want people pissing their pants when they think about going in the woods. Spread the word. Das ist übrigens ein gutes Stichwort für mich, denn ich gehe mal eben kurz Wasser lassen. Bis gleich. Bin wieder da. Ja, 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 ja. Ah, ich habe übrigens gesehen, das neue Robocop-Game
Das neue Robocop-Game soll echt gut sein. Ich bin am Überlegen, mir das zu holen und das auch mal im Stream anzuzocken. Aber nächste Woche kommt auch das neue Yakuza raus, ey. Ich glaube, ich werde die nächste Zeit sehr viel streamen. Gucken, wie ich überhaupt dann noch dazu komme. Also ich werde jetzt nicht Robocop kaufen, ne? Ich habe schon genug Ausgaben gehabt diesen Monat. Also jetzt schon. Oder was halt auch noch auf mich zukommt, diesen Monat und so. Aber ich will auch nicht mehr so viel Game-Stuff kaufen. Mal wieder ein bisschen weniger Ausgaben haben und so. Zumal ich auch wieder so ein paar andere Games habe, die ich mir zugelegt habe in der letzten Zeit. Durch Angebote und so weiter und so fort, die ich halt noch gar nicht angefasst habe. Und das würde ich gerne mal noch ändern wollen. Aber es ist einfach ein zu krankes Spiel hier. Ich hoffe einfach mal, das nächste Jahr wird mal wieder ein bisschen entspannter, was Game Releases betrifft, damit man auch mal wieder dazu kommt, anderen Kram zu zocken und nicht immer nur das Neueste. Wobei man natürlich auch sagen kann, ja, man muss ja nicht immer direkt jetzt zu Release das neueste Game zocken, was es so gibt. Ist auch richtig und ist auch eine sehr gute und gesunde Einstellung. Die Spiele laufen ja nicht weg. Ich meine, Lost Judgment, den zweiten Teil, also den Nachfolger von Judgment, dem Yakuza Spin-off, habe ich immer noch nicht gespielt. Ja gut, man kann ja auch sowieso nicht alles zocken, ne? Oh, da ist ja noch einer. Au. Come on! Ey, wie schnell bist du jetzt bitte gewesen, Kollege? Hä? Das ist noch so eine Sache, mit der ich Probleme habe, manchmal zu erkennen. Sind die noch von der Dunkelheit geschützt oder nicht mehr? Das fand ich, war im ersten Teil viel einfacher zu erkennen. Also ich habe tatsächlich auch Kritikpunkte an Alan Wake 2. Wer hätte das gedacht? Ich sehe die dumme Sau nicht. Ich komme aus seinen Scheißheckenversteck da raus, damit ich ihr die Fresse vollknallen kann. Ich erkenne jetzt auch nicht. Ist er noch von dieser scheiß Dunkelheit geschützt oder nicht? Ist er. Och, geht der mir auf den Sack, ne? Ist er schon wieder geschützt oder wie? Oh, ist das frech. Och, Alter, geht die mir auf den Sack. Die sind ja schon im ersten Teil schrecklich. Aber hier sind die ja nochmal um einiges schlimmer. God damn it. Ich wollte doch nur die dumme Lunchbox haben, die da oben ist. There's another lunchbox. I was going to leave you some cookies, but I was worried an animal would get into them, so I didn't. But it's the thought that counts, right? Ich meine an sich kein dummer Gedanke. Der gibt schon Sinn.
Also mit Alan Wake auf seiner Seite bin ich einfach ausgerüstet wie wie ein halber Terminator oder so. Ich dachte gerade schon, da schwimmen Haie. Ja, kennt sie nicht. Die Haie, die in Gewässer in Wäldern schwimmen. Wobei man natürlich sagen muss, es gibt Süßwasserhaie. Aber die sind halt dann nicht so groß. As far as I know. Dann gehen wir mal den Weg noch da lang. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas so. Von da oben bin ich ja gekommen. Mehr oder weniger, glaube ich. Ne, von hinten bin ich gekommen. Da war die blöde Matheaufgabe, die wir gelöst haben. Gelöst vor allen Dingen. Die habe ich nicht nachgegoogelt oder so, auch wenn ich euch das gesagt habe. Aber ich wollte einfach nur wie ein Mann des Volkes klingen, weshalb ich gesagt habe, ey, ich google den Scheiß. Aber natürlich habe ich es von Anfang an gewusst. Bin nämlich auch ein Mathe-Gott. Rätselgott, Puzzlegott, Mathe-Gott. Nennt mich einfach Mad-Gott. Mad-Gott Villa. Kannst du mal bitte aus dem scheiß Geäster rauskommen? Och, Leute, ey. Sind die nervig? Ja, du weißt genau, wohin ich ausweiche, ne? Fucking monsters. Nein. Mad Gott. Mad mit D, Gott mit Doppelte. Und Grüße, Minz. Hallo. Man kann mal die Flair auffüllen oder einfach austauschen. Klar, kann man auch so machen. Passt. Weiß ich noch, wie ich das letzte Mal, als ich da bei Speedrandale war vor ein paar Jahren, vor 2 Jahren oder so, I don't know, wo ich halt zugeschaltet war und die da halt auch meinen Namen wissen wollten, wie man das schreibt und einblendet. Und ich dann gesagt habe, Mad Dog Velara aneinander geschrieben und die dann so mit Doppel-D oder so, nee, Mad Dog. Also mit Doppel-D. Nee, aber eigentlich... Also... Es wird einfach mit DD geschrieben. Also irgendwie war das... Ich kann es jetzt nicht wiedergeben, wie es genau war, aber es war eine weird, also ein bisschen komische Unterhaltung. Weil ich dachte so, dass vielleicht Mad... Ne, es gibt auch diese Schreibweise von manchen Leuten, die halt Mad mit Doppel-D schreiben. Und ich dachte, die meinen das. Sag mal, ist ja verseucht der Wald hier. Wie eine schöne Lichtung hier. Warum ist hier nichts? Und hier komme ich nirgends runter. Doch, da. Durch den Baum durch. Gib Taken keine Chance.
sehe nicht. Die lassen wenigstens Ressourcen fallen. Hier komme ich natürlich erstmal nicht hin. Nope. Irgendwie in der Nähe noch irgendwie, irgendwo, irgendwas, Zeugs versteckt. Guck mal, da ist ja hier... Oh, guck mal, ist ja nice. Warte, sollte ich nicht sogar zum Wellness Center hin? Oder wie war das? Sheriff Station? Valhalla Nursing Home, da soll ich doch hin. Warum ist das dann so? Nach dem Motto, kannst du nicht hin. So sieht das zumindest für mich aus. Da ist übrigens ein Cold Stash, den will ich auch noch holen. Das heißt, wenn ich da überhaupt hinkomme jetzt, kann ich mich hier irgendwo runter droppen? Natürlich nicht. Habe ich hier denn vorher noch was in dem ganzen, der ganzen Hektik, in der Hoffnung, Casey irgendwie zu helfen, übersehen? Zumindest scheint wieder aufgeräumt zu werden. Also meine Fresse, die Leichenbestatter oder so, ne, die, also da gibt es ordentlich was zu tun aktuell für die alle. Die machen jetzt richtig Asche. Vor allem scheint Bright Falls für mich ja zumindest auch eher so eine verschlafene Gegend zu sein, so ein bisschen. Wobei, eigentlich ja nicht mehr so jetzt mit den ganzen FBC, die jetzt auch noch hier sind. FBI, die gerade hier so gewesen sind. Letzte Mal, dass Alan Wakes Verschwinden auch noch mal einiges an Touristen hierher gebracht hat. You say you didn't get a good look at the assailants. No, I mean, yes. I didn't get any kind of blood, actually. I wasn't exactly at my post when it all went down. I needed to answer nature's call and got old Terry from the back there to cover for me. I might have taken more time than I should have. It's usually so quiet around here at that time of day. I didn't think anything of it. Hey. Man muss sich nicht rechtfertigen, wenn man zu lange auf dem Klo hockt. Ich meine, ich würde mal behaupten, so die meisten Leute sitzen sowieso, was weiß ich, dreimal so lange auf dem Klo, weil sie zweimal so lange am Handy dafür sind währenddessen. Was ist denn mit dir los, dass du immer diese eine scheiß Tür da hämmerst? Was stimmt denn mit dir nicht? Was hast du für Probleme, Fräulein? Du klopfst hier die scheiß Bude immer laut voll. Da würde ich mich aber sowas von beschweren, wenn ich im Nachbarzimmer wäre, dass da die ganze Zeit so eine Wahnsinnige gegen die scheiß Tür klopft. I can't get through. Meine Güte, Fräulein. Entspann dich mal. Ey, da werde ich selber ganz aufgebracht. Boah, ey, man hat so oft die Wahl hier zu wechseln zu Alan Wake. Aber ich habe es ja schon gesagt. Ich habe gesehen, dass wir bei Alan Wake fast durch sind in seinen Kapiteln. Wir müssen mal wieder ein bisschen mehr Richtung
Bisschen mehr bei Saga machen. Auch wenn ich echt, also wenn Alan Wake Kapitel unfassbar geil waren bisher. Irgendwie erinnert mich das, naja gut, eigentlich ja nicht. Hi. Wer auch immer hier sauber macht, macht einen echt guten Job darin. Das sieht auch, also die sehen so bequem aus, die Sessel, die Sofa. Da hat man schon irgendwie Bock, sich auch dahin zu hocken, wenn man da Urlaub macht mit einem Kollegen oder so. Zu quatschen. Oder auch hier hinhocken, quatschen. Meinetwegen auch hier hinhocken und quatschen. Hauptsache. Was ist denn hier los? They all flew away. Into the skies. Du bist verrückte Taubenlady. Into the darkness. Wieso ist die so gelb? All this brouhaha is not good for my old ticker. Or the fishes for that matter. Scares them right off. Irgendwo hier soll da. Another cult box. Fear the Dark, Fear the Woods. Übrigens immer noch keinen Bolzenschneider oder sowas. Um den Scheiß da aufzumachen. So, hier ist. Ah, ne, das ist ein Bolt Cutter. Sehr gut, da brauche ich, um da hinzukommen. Hier auch. Hier brauche ich einen. Wait a minute. Einen Screwdriver habe ich doch. Haben übrigens mitbekommen, dass jetzt demnächst ist ja das 30-jährige Jubiläum für Doom. Muss man sich mal überlegen, Doom ist 30 Jahre alt bald. What was all that commotion by the old lodge? It's probably nothing. Didn't sound like nothing to me. Und John Carmack und John Romero machen einen Stream. Muss mal gucken, wann der ist, weil den will ich mir schon eigentlich ganz gerne angucken wollen. Wobei, man muss ja auch sagen, John Romero streamt ja allgemein ab und zu auf Twitch. Und ist immer echt interessant, bei ihm einzuschalten. Was, wenn man ein bisschen mehr zur Geschichte von Doom und der Entwicklung und sowas mitbekommen will, kann ich nur empfehlen, die Streams von ihm. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie der Kanal heißt. It won't open. Der hat einen Scherz, oder? Screwdriver. Nee, das ist an einer anderen Tür. An der hier. Wer ist denn gerade live gegangen in meiner Liste? Und wenn ja, und wenn ja, vor allen Dingen. Ach, das streamt da weiter. Ja, schade, dass ich da jetzt nicht reingucken kann, weil der ja jetzt streamen muss, wenn ich auch streamen will. Oh. Dear Diary, Alan contacted me again today. There was a message from the for me hidden in the newspaper. He wanted to make sure I was ready for his arrival. What a silly thing to even ask of. Of course I'm ready. Duh, Alan. Oh Gott, das ist 100% von Rose. Wow. Oh, and Norman got into the dried apricots at work again. I swear we'll have to fumigate the place. Dear Diary, some guy at the diner got mad that I brought him a piece of cherry pie and demanded a free piece of apple, but he totally ordered cherry. And when I pointed out that he already took like 2 bites of the cherry, he said he thought it was apple. Apple pie and cherry pies do not look the same und schmecken auch komplett unterschiedlich. Wobei beides mega geil ist, aber ich glaube, wenn es um Kuchen geht, würde ich sagen, Apfelkuchen mega geil. Aber wenn es um sowas geht wie
Apfel- oder Kirschtaschen schlägt nichts Kirschtaschen. I told him he could order another piece, but he'd have to pay for it, and he got so mad and started screaming about leaving me a bad review. Like, I care about reviews. Anyway, I took away his pie and told him babies shouldn't be eating sweets. He shouted a bit, then left. Some people. Das ist ein nicer Konter. Mit, sehr gut, wer auch immer das geschrieben hat. Cynthia has been acting up lately. Cynthia Weaver ist auch noch da. I think she's turning into you know what. Lots of you know what's popping up lately. I'll keep an eye on it. If things get out of hand, I can always get out the rifle. I'm sure Alan would appreciate me keeping the place safe. Ich glaube, es ist wirklich... Ich mag hier übrigens die Zeichnung. Die sieht sehr gut aus mit der Augenbraue. Und auch dem Mund und der Blick. 10 von 10. Ich glaube, das ist wirklich von Rose. Ich würde gerne ein bisschen mehr von Rose sehen. Also, dass sie öfter im Spiel auftaucht. Jetzt nicht andere Dinge. Oh Gott. Aber die hat man nur einmal im Intro hier mit Saga gesehen, wenn man hier das erste Mal hingegangen ist und das war's. Ein bisschen schade. So, was haben wir denn noch? Sonst haben wir hier erstmal nichts. Das heißt... Go to the Valhalla Nursing Home in the Bright Falls Woods. Oh, das sieht so geil aus, das Game. Ohne Witz. Holy shit. Ich habe übrigens mal geguckt, ne? Ich habe jetzt Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, also das neue Yakuza-Game, das nächste Woche kommt, geholt bei Steam und habe mal so die Anforderungen auch dabei nochmal kurz nachgeguckt. Und meine Fresse, also, holy shit, das sind einfach mal fast 100 Gigabyte. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das so riesig ist. Aber ich weiß auch gerade nicht mehr so genau, wie groß die anderen Games waren. In letzter Zeit. Ich habe auch in letzter Zeit sehr wenig Yakuza gezockt, muss ich auch dazu sagen. Das letzte Mal war im Grunde wirklich... Boah, lass mich gerade mal überlegen. Ishin. Und das kam raus im Frühjahr. Habe ich ja komplett gestreamt. Oh scheiße, das kam ja auch noch dieses Jahr raus. Oh nee, jetzt nicht, Leute. Das kam ja auch noch dieses Jahr raus, fällt mir gerade auf, ey. Richtig wild, was dieses Jahr alles rausgekommen ist. Das fing ja schon ultra stark an mit Hi-Fi Rush. So, wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt hier und muss den Weg weiter. Und dann da rechts. Und dann geradeaus. Und dann bin ich da. Hier lang, ne? Yes. Bin ich ja vorhin auch gar nicht lang gegangen. Hätte ich den Weg komplett übersehen, was ich wohl sehr wahrscheinlich auch gemacht habe. So, aber es hört sich an, als hätten die auch so ein paar Probleme. Mit so ein paar Kultisten vielleicht. Oder das sieht sowas von fast nach Resident Evil aus hier gerade, wenn man hier so aus dem Wald kommt. Torrin Odin claimed to be my family. I know Logan and I never lived here. But I don't know enough about my family history to say they're not my relatives. Mom only ever said my grandfather was bad news. The less I knew about him, the better.
Vote Mayor Setter to sit in office. Ich glaube, also, das ist ein sehr einseitiger Wahlkampf hier. Das kann man nicht mal Wahlkampf nennen. Das ist einfach nur eine Wahl. Also noch nicht mal eine Wahl kann man das nennen. Du hast nämlich keine Wahl, wie es aussieht. Am Ende ist es so, dass Mayor Setter der wichtigste Charakter im ganzen Spiel ist. So wie in Control ist es ja der Hausmeister. Muss mal irgendwann Control wirklich anfangen zu zocken. Also richtig zocken. Ich hatte es ja nur mal angespielt, aber mich hat die Story nicht so wirklich gekriegt. Weil das einfach vor allem über Notizen erzählt wurde und ich hatte keinen Bock, ständig nach Notizen zu suchen. Also wirklich ständig. Saga had slid into a nightmare. A growing amount of evidence said her daughter was dead. Saga couldn't accept that. Wake said it could be undone. But Wake was gone, in the custody of the Federal Bureau of Control. Casey, her only ally, was gone too. She was alone. Agent Estevez had pulled rank on her, stonewalled her, shut her out of her own case. Saga refused to give up. She needed answers. Tor and Odin Anderson would have some. A family visit then. No one could blame her for that. Saga was trapped in a horror story. It was manifesting itself around her like the darkness of a mental illness, pushing her deeper and deeper. Ich muss gerade mal gucken. Ist das die eine Agentin, von der auch Alan gerade geschrieben hat? Vom FBC, die wir gesehen hatten. Ist das die von Star Wars Battlefront 2, die da diese eine Dings da gestellt hat? Janina, Gewanka, Alan Wake? Tatsächlich. Ist sie wirklich. Ich wusste doch, dass mir die Fresse bekannt vorkommt. Das ist nicht böse gemeint. Die machten einen guten Job auf jeden Fall. Aber ihre Rolle in Star Wars Battlefront war einfach scheiße. Aber ich habe auch allgemein bin kein Fan von Star Wars Battlefront 2 Story. Du spielst eine böse Seite und 5 Minuten im Spiel. Ach, ich wechsle die Seite und gehe zu den Rebellen. Geil. 5 Minuten, die ich die böse Seite spielen durfte. Aber ich habe sie doch erkannt. Nee, warte, wo ist Bright Falls? Nope. Nee, das sind ja die Puppen. Lake, Watery, Bright Falls. Scheint es ja nicht so viel zu geben, hä? Oh, okay, doch ein paar. Alex Casey Stashes. War da nicht noch auch eine im Park? Oder was war das? Oh, ich will jetzt aber nicht wieder zurückrennen, den ganzen Weg. Aber ich meine, wir hatten doch auch noch eine im Park aufgesammelt in einem der Streams vorher. Das ist aber nicht das gleiche Haus, das ich dachte, dass es ist. Also sprich, ich dachte erst, das wäre vielleicht die ehemalige, ich nenne es mal Klinik von Hartman. Aber ist sie nicht. Was mich dann aber auch wiederum ein bisschen gewundert hatte, dass die so nah an Bright Falls dran ist, weil die war ja im Grunde auf der anderen Seite vom See irgendwie so. I need something to cut this. War direkt an der Klippe, mehr oder weniger. Da konnte man ja schön auf den Cauldron Lake runter gucken. Und zu Mirror Peak rüber gucken.
Mir teilweise vor, als würde ich mich hier... Ich glaube, ich kenne mich besser in fucking Alan Wake hier im beschissenen Bright Falls aus, als in meinem eigenen Kack-Heimatdorf, wo ich wohne. Traurig eigentlich. It's a little late for visitors, you know. I was just getting them. Ach, Oh, Saga? What's up? Hello, Rose. Thought I'd swing by, see the... Rose arbeitet hier? Not a bad time, is it? Oh, no. I was just, you know, tidying I'm so glad you're visiting again, Saga. But Odin and Tor can't see anyone today. Hä? Hat die... Hä? Ich bin verwirrt. Die hat doch im Old Year Diner gearbeitet. Und jetzt ist er auf einmal hier, hat die entweder die hat 2 Jobs oder die Realität ist mittlerweile so gefickt worden von der Geschichte, dass sie jetzt auf einmal einen neuen Job hat. I was just on the phone with Tor. He invited me over. Und dass es für sie auch so normal ist, dass Rose jetzt hier arbeitet. A little too much fun on our trip to Watery and need to rest. I need an excuse to get in and talk to them. That's too bad. Okay if I say hi to the other residents before I go? Sure. They always love visitors. Come on in. Not smart to be outside when the sun goes down. I love the architecture. I always dreamed of living in a haunted Victorian manor. You say that like it's your first time here. Another one of those lunchboxes. Kommt aber gerade nicht ran. Saga, Jetzt. this way. You are strong, you are successful, you are confident. Es geht hier definitiv nicht um mich. Alan Way, Alex Casey. Typewriter. Oh ja, das ist auf jeden Fall ihr. Also, okay, Rose arbeitet jetzt wohl scheinbar definitiv hier, weil das ist ein Alan Wake Shrine. Und zwar so was von. Be my light in the darkness, Rose. Wake up. Alan Wake's crime novels have become the sensation of the nation. Join us as we flip through the pages of the man behind the books. Folks Magazine. How has your life changed since your books became so popular? I have to do a lot more magazine interviews. Other than that, it's not so different. You are hilarious. Ja, mega lustig. I can see why you're a writer. So what do you do to get your creative juices flowing? Writing is a very solitary journey. When I'm working, I like to be alone in a room with my manuscript. There I can wrestle with the story, get inside the heads of my characters. Sounds exhausting, and yet you find plenty of energy to party, right? Word on the street is you've been out enjoying the New York nightlife. Any favorite spots? I'd prefer if we could focus on my writing. War der so ein Partygänger? Ich weiß es gerade nicht. Definitely. Although I'm sure our readers would love to know where they can find New York's hottest writer on a Saturday night. Are you working on a new book? Yes, on some level, I'm always working on the next story. Right now, I'm looking into something different. A departure from what people would expect, something new. Be careful with that. People don't always like new. So what role does the beautiful Alice Wake play in your work? Is she your muse? Alice keeps me stable. She's an anchor, stopping the waves from carrying me too far out of sea. Okay. I was wondering if you could help me. Would serve you pancakes. You were my muse all along. Naughty Alan. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Where is Alan Wake? Mystery writer mysteriously disappeared. The best-selling author known for his Alex Casey novels has been reported missing in the towns of Bright Fall, Washington. Mr. Wake's wife Alice Wake has not given any comments on the case, but is confirmed to have been the one to report her husband's disappearance to the authorities. The mysteries surrounding the novelist's disappearance don't stop there. Other individuals from the town were reported missing within a similar time frame. It is unclear whether these disappearances are connected. Wake's literary agent Barry Wheeler has indicated he has no information to provide despite having been seen with Mr. Wake in Bright Falls just before the author's disappearance. The writer Alan Wake has a history of violence towards the press and is rumored to have struggled with addiction. The story will be updated as it unfolds. Oder auch nicht.
Alan Wake, the bad boy of fiction, best-selling author, sets a feisty new tone for writers. Alan Wake is an author best known for his Alex Casey books, a series of thrilling novels that reinvigorated the crime genre. But Wake isn't just known for his literary works. He's also famous among New York's most exclusive clubs as a late-night party animal. This author is redefining what it means to be a writer. Gone are the days of isolated figures hunching over typewriters in dark rooms. Wake is a man who hits the town in style. A regular at the hottest spots in the city. Happy to see and be seen. The people and the paparazzi can't get enough of him. But it's not just a social calendar that makes this writer stand out from his peers. Artists are famous for their tempers, but Wake's is in a completely different orbit. Damaging property, giving photographers black eyes, avoiding lawsuits. This writer is a train full of rage and you better get off the tracks. Like a punk rocker, Wake is grabbing musty old stereotypes and smashing them to pieces. This is one rebel to keep an eye out for. Ich glaube, der war schon so ein Party-Ding. Ich glaube, das wurde schon auch so mal thematisiert im ersten Teil. Ich glaube, hier geht nachher noch die Party ab. Hello, Jaakko. Looks like another perfect morning in paradise. I agree, Ilmo. A perfect morning for me to drink this coffee I'm holding. Oh shit, this coffee is shit. Jaakko, did you just drink a regular brand coffee? I did. My perfect morning is ruined. And all because of your shit coffee. If only we could have good coffee. Hey, what? What's that sound? Oh. Ilmo, look, it's the Bright Falls blended organic coffee from Old Deer Diner. Oh, wow. I've heard that the health benefits of this coffee include increased energy, improved eyesight, better lovemaking, and deeper connection to animals. With a thermos full of hot coffee close at hand, you are always prepared for what comes next. How does it taste, Jaakko? I feel like $1 million. Thanks, Old Deer Diner Coffee. Bright Falls Blend Organic Coffee is brewed with care right here in the Pacific Northwest from coffee beans that are sourced locally in Puerto Rico. Try it today at Coffee World and the Old Deer Diner, and don't forget to try the delicious brunch special this month only for Deer Fest. Fun Fact: Diesen Bright Falls Kaffee gab es tatsächlich mal eine Zeit lang wirklich zu bestellen auf der Shop-Seite von Remedy/Alan Wake. Auf einer der beiden Seiten gab es mal. Die hatten so also im Grunde ihren eigenen Kaffee. Weil ja Sam Lake auch so ein Kaffeeliebhaber tatsächlich ist und sowas. Aber, wie ich gerade sehe, gibt es den scheinbar nicht mehr. Zumindest wenn ich jetzt auf die Seite davon gehe, steht da 404 Page not found. Das hat auch nur so ein zeitbegrenztes Ding oder so. Old gods of Asgard. So Odin and Thor had a band and everything. Du das nicht weißt, ist ein bisschen enttäuschend, Fräulein. Oh, thought I'd lost you. Here's some of our residents, or as I like to call them, our little Vikings. Look who swung by, everyone. Norman, clothes. Norman, we have a visitor. Where are your clothes? I'm headed back to the sauna with Artie. Just another day in Valhalla. I should really get back to work, Saga. But feel free to spend some time with Mandy May and Norman here. It's good for them to have company.
Ach, Odin are here somewhere. ihr kleinen Wikinger. That's some fascinating knitwork, Mandy May. What's your inspiration? Oh, I don't know. It is what it wants to be. Taking a break from making those little ornaments for Rose. Do you knit? I dabbled when I was pregnant. Socks, mittens, the usual stuff. Oh, how about knitting me some underwear? One more crude remark from you, Norman, and I'll put this needle in your ear. Do either of you know where I could find Tor and Odin? Odin is sleeping upstairs, but your grandpa's been acting crazy. He got electrocuted when he smashed the telephone. What? Make up stories. Tor went loopy and smacked himself in the head with that hammer he's always carrying around. Tor is hurt. Oh, schön, der hat immer noch diesen diesen Gummihammer oder was? Den er auch schon im ersten Teil dann später hatte. Ati, this is your home. You don't need to keep cleaning. I take that mop away, but I know you'll just find it again. Kyllä, kyllä. Mutta once after being told no. Why rest when you are born to work? Eikö niin? And you know Mr. Blum doesn't like it when you take his work clothes. Why don't you go pick a song from the jukebox? Yes, box Olli Ray. Just thinking about it makes my dance foot waggle. Kyllä, näin on. Ich mal wirklich Control zocken. Ich weiß, dass der Hausmeister eine echt wichtige Rolle da ist und ich will wissen, was es mit ihm auf sich hat, genau. Ja, was machst du an für Mucke? Coconut? Oh, the poet and the muse. Nice. Oh, so ein geiler Song aus dem ersten Teil. Oh, ich liebe diesen Song. Find the lady of the light. Ja, was geht? Hello there. Saga Anderson. Eipä siinä. Name won't make the man worse. Even a Swedish name. I'm Ahti. Anything good on that jukebox? We try to do good, but only Prime comes out. Music from my Swedish brothers, old gods of Asgard. My pals, the perkele Vikings. Perkele. Were you in the band? Minäkö? No. Perkele, saatana, en ollut en. Ja, auf jeden Fall Finnisch wird der quatscht. Fills the whole stomach. But we have shared a stage or two. Ja, der kenne ich aber auch nur an diesem Satana, weil das auch der Charakter in Maisamaka immer wieder sagt. Do you know where I could find the Andersons? Oh, you can never know where. Only a seaman can know that. But even the seaman can't know everything. Fair enough. Thanks anyway. Ich würde gerne den Song komplett in voller Länge hören und genießen, aber wir müssen weiter. Ich will auch schon, dass hier natürlich das Klischee vom Bingo erfüllt wird. Kann ich mit dir quatschen? Mandy May and Norman said Tor is hurt. Why didn't you mention that earlier? Oh, you mean the little bump on his noggin? Oh, der Solo! It's nothing.
The residents like to exaggerate. Uh-huh. I need to check Tor's room. Boah, jetzt kommt der beste Part. Rain is coming down like from the ass of Esther. Vaikka vettä hän kyllä lupasikin. The song revives the soul. That's how you reshape destiny. So ein geiler Song, ey. So ein geiler Song. He eats. And get chilly when he works. Oli kyllä hyvin sanottu. So, Rose, wo waren wir stehen geblieben? You said I'd been here before. When was the last time I visited? Let's see exactly what she thinks she remembers. Oh, it's been years. We were all so sad when you left. After the accident. Oh, fuck this. My daughter didn't drown. You're remembering wrong. She's at home watching Night Springs with her father. Mm-hmm. Oh, dieses Useless. Abwinken. Story. Dieses abfällige Abwinken gerade. Ich muss hier wirklich einfach die ganze Zeit die Taschenlampe anlassen. Hier eine Schuhbox. Poor thing. Wieso kriege ich jetzt hier die Möglichkeit mit der Schuhbox und Munition und Heilung? Ich glaube, ich habe da nicht unrecht, dass hier noch die Party abgeht gleich. Oh, I Museum. don't have the key. Oh, ich will die Museum-Tour machen. The Pat Main Radio Show. The Valhalla nursing home is old. Very I shouldn't old. interrupt him. The government built a bunker here during World War II to watch the ocean for Axis navies and who knows what else. Ever since they sealed the bunker, it's been a hot spot for teens. The Ocean View Motel and Spa, they call it. Ironically, I believe. They go there to enjoy their beer and their vapes and electronic cigarettes. Ridiculous. The future is... Ach, es ist ein bisschen schade, Pat Main so alt zu sehen. Do other stuff that isn't appropriate content for you listeners at home, but the bunker has a tendency to flood, especially during the winter. In the 90s, a group of teens went down there one Saturday night and got a little drunker than usual. The teens noticed one girl, Nora Hesberg, was missing. They figured she just went home. Ja, der liebt wohl einfach seine Profession als Radio-Host. Ist ja auch was Schönes. Ich meine, ne? Wer weiß. This is Tor's room. Vielleicht werden wir in 50 Jahren noch streamen als altes Eck. Oh Gott, ich hoffe nicht, dass das... More moonshine. Was this a drunken rampage? I doubt.
This place is a mess. And Tor's not here. I need to keep looking. Excuse me, miss, but you don't see me barging into your room while you're performing mental and physical strengthening exercises, do you? I thought not. Sorry. Don't mind me. And now I have to start over. Ja, da bleibst du wenigstens fit. Ich habe mir mal die Munition geklaut, ne? Die brauchst du wahrscheinlich ja eh nicht. Breakfast is at 7. Tomorrow will be eggs, toast, grapefruit, orange juice, tea, coffee. Odin's in bad shape. He was drunk and watery. Or is this something more serious? That woman in the painting looks like Mom. Ach, die Anderson Farm. Or is this more of the story? Ich frage mich, ja, ob wir noch zu Anderson Farm wieder kommen oder nicht. Ob es sie überhaupt noch gibt. Eine Fliege irgendwo oder was? Can you hear me, Odin? The seer of night, to drink from the cup of the wise one, for wisdom to be a seer. I gave up my eye in the light of the moon to shine and see. The many worlds to madness and beyond, across the dark dreaming sea, the branching path of the tree. I gave up my eye so many times. We have lived and died and been reborn. We haven't met here before and will keep on meeting still. Where did I put the eye? Before time I gave it to Mimir to drink from the well of wisdom, the Cauldron Lake. Ja, der hat sich übrigens, für die, die es nicht wissen und die das Alan Wake 1 Streams von mir nicht gesehen haben, da wird es ja auch einmal kurz erwähnt. Der hat sich ja das linke Auge mit einem Löffel rausgeschabt. Ja. I took it out myself to see, drank the moonshine. He who stands on the threshold took it from me. The time will come again to be rid again. Odin Anderson? Can you hear me? I need to ask you a couple of questions. Odin? He's in no shape to talk. Odin's in rough shape. What happened to him? These are our twilight years. There's darkness in the water. We have our little tricks. And so do you. What's happening? It's never felt this way before. You're all grown up, Saga, dearest. And you're back just in time. The forces of darkness are eating away at us. We're too old and weak. You have the power in you, like all Andersons. What was that? He wasn't a projection. Odin was really here. We were connected. Are they really my family? Is that why this is happening? Oh, das wäre eigentlich schon geil gewesen, wenn man jetzt Odin hätte selber spielen können. I've never connected to someone like this in my mind place before. How is this happening? I was glad to answer your call. Vikings are born travelers. You are a seer. You can see the truth. But your grandpa will want to tell you more himself. Wouldn't want to steal his thunder. Tor is in danger. You can save him. Is my mind place more than just a mental technique? Sometimes my mind place even baffles me. Is this the reason? Is there something more than intuition behind it?
One thing at a time. Tor is in trouble. Once I help him, he can maybe tell me more. You said Tor is in danger. What's going on? Darkness is drawn to the spark. Tor only thinks with his hammer, never his head. The Prince of fucking Darkness is making a comeback. Tor's marked by darkness. I can feel it. Is he in his room? It wants to take him, and then take me. Beware of Cynthia Weaver. Bad things happen in the wellness center. Don't let her drag him under, Saga. Does Prince of Darkness refer to Scratch? Is Tor becoming taken? I need to find him before it's too late. Stop this before more people get hurt. Hä? Cynthia Weaver war doch die Lady of the Light. Es ist wirklich dazu gekommen, dass sie der Darkness verfallen ist, dass sie... Das ist auch schade, eigentlich, wenn das der Fall ist. I found a photograph of you with the cultists. How are you involved? We're too old for this brand of crazy, but we'll drink with anyone who's offering. The cult's been on our asses to join for years, but we already have our band, and those damn fools don't know what they're dealing with. No wonder they want a pair of legends. Tor and Odin are not part of the cult. The cult thinks there's something special about Tor and Odin. I'm starting to see it too. I found Wake's clicker. What can you tell me about it? Cut off from Tom's lamp. It washed to the shore. Good work getting the light switch. The light switch is like an amp. You can play rock and roll without it, but you won't blow anyone away. Art, like Tom's writing, can change the world, but the light switch will crank that change to 11. The clicker has the power to change the story. To save Logan. This confirms what Wake said. I can't let Scratch get his hands on the clicker. By Tom's writing, Odin must mean Wake. Was wiederum einfach einen Teil von meiner Theorie gerade bestätigt, dass im Grunde Alan Wake von Tom Zane geschaffen wurde. Na, das wäre jetzt... Da würde ich jetzt zu viel in die Geschichte reingehen. In meine Alan Wake-Theorie. The clicker makes Wake's writing change reality. Can I trust him with that much power? Not sure I have a choice. Tor is not okay. Something is definitely going on here. Zack. Not cult members. Oh, das... Oh, hatte schon Angst.
Oh, ist das, entweder das ist Memory oder das ist Thought. Boah, die hatten ja die beiden. Oh, guck mal, die sind sogar beide da. Nice. Memory und Thought also. So hießen ja deren Rabe. Raben. Machen wir mal die Tür zu, damit er in Ruhe schlafen kann und so. As a young girl. War doch Cynthia, oder? Stimme kenne ich doch. Nur jetzt in älter. Mandy May. Artie, der ist ja nicht da. Der ist ja unten, das meine ich damit. Norman, Gail, Cynthia. Need the key. Frech. Auch nicht rein. Norman! Könnte vielleicht mal... Das ist aber ein schickes Zimmer. Aber hier ist nichts. Oh. Das sind doch die gleichen Sachen. Wobei, die hat sie doch. Ja, okay. Mandy May ist ja unten. Die streckt ja gerade. Getting in is for... Alter! For your own safety. Jesus. Time is long for those who wait. But in the end, stand the thanks. Sheesh. Didn't see you there. Meine Fresse, ey. Der hat mir auch wieder einen halben Herzinfarkt beschafft. Weil habe ich aber nicht so wirklich mitgekriegt, was er gesagt hat. The light bulb had blown. Meant to replace it days ago. Das ist aber Cynthia. Da ist sie ja. This will put a smile back on your face, my dear. Sorry? With no sense of up or down. She's one of them. There must be an overlap here somewhere. Oh, das ist mies. Die haben die Lady of the Light gekriegt, weil sie nicht mehr in ihrem geschützten Dings war, scheinbar. Okay, wir suchen den Overlap. Wo könnte der Overlap sein? Nicht hier drin. Hier schließe ich bei Donna auch aus. Ebenso da hinten im Zimmer. Tor's in the wellness center, isn't he? No, he's... Well, yes, but you really shouldn't go in there right now. I'm gonna need you to unlock the door. This is FBI business. But it's just... There's some things that, Yes, okay. I'll let you in. Thank you, Rose. Ja. Watch out for puddles. You can hurt yourself in the dark. Right. Thanks. Oh, sind die... Is a walking red flag. Oh, ist diese beschissene Suppe immer auch wieder da?
Diese Finsternis-Pfützkacke. Nee, ey. Odin said Tor needs help. But from what? Is he turning into a Taken? Ich glaube nicht. Nope. Dark. Empty. Be ready, Saga. Ach ja. So Krankenhäuser im Dunkeln und sowas sind irgendwie immer creepy. Hello? Tor? It's Saga Anderson. Boah, das wird aber sicherlich, also wenn das hier wieder so eine Geschichte ist mit einem Loop, hier im Krankenhaus, das kann ja auch wieder nur geil sein. Mit der richtigen Beleuchtung wieder, das wird wieder mega nice, glaube ich, jetzt gleich. Guck mal, Apfel und Banane sind ein lächelndes Gesicht. Tor Anderson had lightning in his veins. This was rock and roll, baby. That Weaver girl had cast a spell on him. Tor would do anything she'd ask. Tor deserved this. Tor wanted this. She wanted the song, a gift. He had to get it for her. Afterwards, it was too late. Tor swung his hammer in frustration. The spark was gone. Black liquid clogged his mind. Oh nein. Trip. Tor fought it. He was strong. He'd never be taken. But the darkness could still drown him. Tor needed to warn someone. It was all happening again. Tom was back. Coming back. Tom would need help too if he was going to make it. But the brothers were too old to stop it this time. Tor had called someone. Someone who could help. The name escaped him. Drowned beneath dark water. Also die ganze Geschichte gab es ja ungefähr so schon mal. Und darüber haben sie ja dann den Song geschrieben, Children of the Elder God. Das sind eigentlich... The Taken was momentarily out of action, but not for long. Saga raised the sawn-off shotgun to stop it, once and for all. Mit Waffenverbesserung aus. Das wollte ich sagen. He's hurt pretty bad, but he tore off his bandages. Why? Tor was here. Doc, Rose and me found Mr. Anderson knocked out on the floor by phone. Burns on hand and cut on head. Was out cold, so brought him here. Been acting strange all week. Take good care, he is VIP. VB. Wer könnte VB sein? Rose and me. VB. Sagt mir jetzt gerade nichts, VB.
Tor is being targeted. He needs help. Egal, wenn man Tom sehen, wenn er denn wiederkommt, wenn dazu ist, wie gesagt wird. Must be locked from the other side. Und dass er dann auch wieder so in diesen Tauchanzug-Moment hat. Wie es in den im ersten Spiel war. War eigentlich schon immer sehr nice gemacht. Tor, wait! It's me! Wir müssen erstmal aufräumen. Die Flair packen wir mal weg. Bandages lasse ich. Und den Rest auch. Passt. Das klingt gar nicht gut. Meine Fresse. Du dumme Oma, ey. Ich muss sagen, manchmal sind diese Jumpscares, da machen die bei mir gar nichts. Aber so hin und wieder mal, da kriegen sie mich ganz gut. Und das passiert nicht so häufig bei mir. Also was Horror und Grusel und so betrifft, ist Alan Wake seit Dead Space für mich wieder so ein richtig geiles Ding. Endlich mal wieder ein Spiel, wo ich mich auch ein bisschen grusel und erschrecke. Da war ich ja schon, ne? Ja. Ja, ich habe es ja, glaube ich, schon mal im letzten Stream gesagt. Wenn Remedy sagen würde, wir konzentrieren uns mehr auf Survival-Horror-Games, ich wäre voll I'm down for this. Wäre dabei. Bin auch mal gespannt auf das eine Silent Hill Spiel. Was ja in Japan spielt. An electric lock. Looks like it's controlled remotely. Wo es diesen kranken Trailer gab. Vor 1-2 Jahren. Ich weiß nicht mehr, wie es genau hieß. Das war irgend so eine Musikprobe, Note oder irgendwie sowas. Da drin ist doch einer. In Security Room komme ich nicht. Komme ich auch nirgends rein? Hier ist auch dicht. Da komme ich ja. Und hier ist nicht. Ja, ne? Habe ich denn irgendwas übersehen? Scheinbar ja.
Habe ich hier irgendwas übersehen? Sieht auf den ersten Blick zumindest nicht so aus. Ach, die Tür habe ich gar nicht ausprobiert, oder? My bad. Bring jetzt Wölfe durchs Fenster oder so. Okay. Ich bin mal eben kurz weg. Bin aber gleich wieder da. Mach so lange einfach mal kurz Musik ab. So, sorry für die Unterbrechung. Da bin ich wieder. Hab ich irgendwas verpasst in der Zeit? Schaut nicht so, guck. Lumps Workroom, Private. Ach, ja, guck mal, ist das vielleicht doch der Doktor hier, der immer angelt? A security computer. Full Moon, Third Quarter, New Moon, First Quarter. Hier sind einfach die Mondzyklen aufgeschrieben. Und, aber was heißen die Markierungen? Was genau ist da markiert? Day off? Ferien? Urlaub? Whatever? Day off? Day off. Hurrah! My acceptance letter has arrived. I am one of the gang now. Do Svityana to the boring old Vlad. Hello to the exciting new man about town, Vlad. I will buy vodka and herring to celebrate. This month everything will change. I had to take care of the dead raccoon over by the bunker. Smelled very bad. Not good for my hangover. Oh God. Ja. Vladimir Blum. You have been accepted into the prestigious ranks of our most hallowed organization. As such, you will join our noble cause and be privy to our most guarded secrets. The ceremony will take place the day after the next new moon. The Koskela brothers aren't just in the cult. They're its damn leaders. Hmm. Okay. Needs a password. And a warrant, technically. But hey, desperate times. What could it be? The day after the next new moon. Könnte es das sein? Was weisen die Markierungen genau? Oh, 4, 6, 18, 12, 13. 13 stellig ist es auf keinen Fall. Enter Passwort.
Tor left the wellness center. The computer controls the door that Tor went through. Irgendein Hinweis fehlt mir noch. 16.8. Day, then month. He uses European formatting. I have what I need to figure out the password. Also 16.8. haben wir hier. 15.8. Hoch. Entschuldigung. Siebzehn. 17.8.23. Ja. And the doors are open. This door needs a knob. Okay. Machen wir erstmal hier. Gehen wir erstmal hier hin. Doch, Fräulein. Ilmo was nervous. His palms were clammy. He lowered his phone. Mulligan isn't picking up. Yako shook his head, pointed at his own phone. Same with Thornton. Ilmo didn't like it. No one was answering the phone at the workshop in Watery either. Something was up. It had to be the writer. Had to be. The Koskela brothers were crouching in the bushes across from the Elderwood Palace Lodge, its light shining in the night. They couldn't wait any longer. The brothers knew Saga was in Watery visiting her trailer. Going now was their only chance to do this without hurting her. Ilmo stood up and a crowd of deer masks looked his way. Okay, this is it. The writer is the target. Take him down and it's all over. Only shoot the Fed if you have to. This is our big moment. We watch in the night. The crowd murmured the chant back to him. Ilmo turned his face to the hotel. He could see Saga's partner in the window. Ilmo slapped his brother on the shoulder. The brothers donned their masks. The cult of the tree was ready. Dann ist das, wieso die unbedingt zurück mussten zu Bright Falls, was die gesagt hatten, wa? Ja, will ich haben. On greener pastures now. Wo ist denn hier ein Schuhkarton? Wo ist denn der Schuhkarton? Also, wo war der?
Da rechts war er, ne? Hier drin, ja. Nee, war er nicht. Wo war denn dieser Scheiß? Bin ich gerade blöd? Scheint zumindest so. War der nicht hier? Hier auf jeden Fall nicht. Da war er. Okay, wir haben so viel von diesen Bandagen, die packen wir mal weg. Beiden extra Pfeile packen wir weg. Ich habe diese Tanks bisher noch nie benutzt, packen wir weg. Natürlich die Frage, hat der 4 Slots oder hat die 5 Slots, das Jagdgewehr? We will find out, I guess. Wenn das Jagdgewehr noch immer so stark ist wie im ersten Teil, will ich halt auf jeden Fall haben. Yes. Ich habe nur keine Munition dafür dabei. Das war schon ein geiles Gewehr. Das sind Fußspuren scheinbar. Ich würde sagen, wir machen einmal Pfeile weg. Und nehmen die Rifle Ammo mit. Und dann einmal... Quickslot. Zack. Quickslot packen wir dann das hier hin und das... Ja, passt so. So, jetzt muss ich aber mal wieder... Sorry für die Unterbrechungen. Wie geht's? Speichert habe ich ja gerade eben, ne? Gale Barrows stared at his chest x-ray. It was in his left lung. It felt like a black hole, an opening to darkness. He felt like he was drowning. He coughed and coughed and coughed. So hard his whole body and soul felt twisted and mangled, upside down and inside out. With every cough, the black hole grew bigger. It felt good. It tore him up, but it felt good. Gale was dying. The black hole was sucking everything good out of him. He imagined looking through it, into the darkness. The black hole grinned. Gale couldn't escape its gravity. He worshipped it. Gale sacrificed to it. In blood. Wer war Gale? Ein sehr aggressiver Typ auf jeden Fall.
Sind doch irgendwelche Türen, die ich vorher nicht aufmachen konnte? Nee, ne? Außer halt da drüben jetzt. Shit! What the fuck? What the fuck war das? Ich sag's euch, was das war. Ein neuer Gegnertyp. Ein geiles Gegnerdesign. Need to catch up with Tor. Ah, das ist Blood. Blood Bloom ist das dann. VB ist Blood Bloom. Oder Blum. This must have been Tor's. Ja, dann ist also aus Barbara Jagger im Grunde ist dann jetzt, sind hier Viva geworden oder was? Das ist schon schade. Von der Lady of Light im Grunde zur Lady of Darkness, wenn man dazu nennen möchte. You come out of here this minute! That water is bad for you! Tor, wait! Cynthia Weaver, I know it's you! This kind of behavior is not okay! Let him go! Tor! Er ist an den Dark Place gegangen. Er ist in den Dark Place gegangen. Ich glaube, er ist wirklich einfach in den Dark Place gegangen. Weil sonst wäre er doch eigentlich noch da. Wobei, ist ja... Ist das Wasser vom Cauldron Lake? What was that? Where did Tor go? What on earth do you mean, Saga? Tor is resting in the wellness center. Remember? What? We both saw him go into the pond. Okay. Are you fucking with me? Or is this a story again? Now. Let's cool it with the language. She's clearly lying to me. Why? Rose watched Tor go into the pond. Why is she lying to me?
The secret mission for Alan's #1 fan. The hero will say Wake has returned. We're all characters in his story. Gee whiz. I'm not his fucking character. But I can use that phrase to make Rose stop lying to me. Wake has returned. Cynthia took Tor. What happened to her? When the darkness touches your head, your bookshelf gets shuffled. I put her lamp in the shoebox. What do you call a lamp lady without her lamp? Is Rose talking about Cynthia or herself? Or both? Das könnte... Also Cynthia Weaver war es ja zuerst. Und am Ending von Alan Wake 1 hat man gesehen, dass es, dass Rose die Lampe hatte. Könnte also beides bedeuten. Also, was Lamp Lady auf dem Lamp Lady bezogen ist. Sowohl auf Cynthia als auch auf Rose bezogen. So, meine Güte. Nebenbei ein bisschen was am Essen gerade. Abendfutter. Denn ich habe heute noch nichts gegessen. Außer ein Frühstücksjoghurt. It's 1988, a face-off between deities on the rim of Cauldron Lake, high above its dark waters. Thunder roared, the old gods facing something even more powerful, something harder to define even. Or, changing the perspective, raving lunatics all, caught up in the frenzy of a shared delusion. The old gods, the corsairs of the Sea of Night, and the Dark One who yearned to stand in between, who had always stood in between, who would soon stand in between. We help you, you stay away from our family, Tor Anderson snarled over the thunder. Yes, until you all come to me, came the answer. That's never gonna happen, shouted Odin. I will take this as collateral, shall you remember our deal, said the Dark One. Blood arched from Odin's face as he fell to his knees. Lightning hit the dark figure on the cliff, and with that, he was gone. Tor rushed to his brother. Are you alright, bro? Effectively blind in that moment, the eye patch covering his left eye, his hand over the now empty socket of his right, blood oozing out of it. Odin cursed. The bastard took the wrong eye. Ja, der hat sich den Löffel selber rausgeschnitten, genau. Hieß es nicht in der Geschichte in Alan Wake 1, dass er das mit dem Löffel gemacht hat? Tor disappeared into the pond. It's another overlap. Has to be. How do I get inside? Huh. Ich bin wohl über die Bank gelaufen gerade. Ups. Kann ich hier rein oder komme ich von da unten später? Ich kann hier rein. Ja. Hab das Gefühl, der steht gleich noch auf. Oder auch nicht. Ach nein, bitte nicht wieder Vögel.
Remember, buy more fuses, many more. Crappy old equipment keeps blowing them. Wheeler used to be the agent of a manic-depressive celebrity writer, Alan Wake. Wake had various addictions on his back. An on-off death wish. Wheeler had seen a thing or two. Wheeler paid a lot of money for a good shrink. Got himself convinced that all the nightmares he'd seen leading up to Wake drowning himself were just his imagination. PTSD. Now we had pills to keep the shadows from his sleep. But the Andersons were something else. The nightmares were starting to creep in again. Or maybe it was the drugs in the air. Wheeler hoped it was the drugs. The Andersons were so old. Vampires. After every gig and the party that followed, took them weeks to bounce back. And they never did completely. Each time Wheeler expected them to croak. Must be locked from the other side. Frag mich gerade, ist das hier der offizielle Weg oder? Ich glaube, ich gehe nachher noch mal raus und plauder mal mit Rose. Emmett Elwood had had enough. All his life, he'd been surrounded by the same small-minded, impolite, ignorant people in town. Their endless gossip, their nose-picking, chewing food with their mouths open, not washing their hands after visiting the restroom, and touching things. Touching everything. The world was going to hell. He'd watched day after day how all the nice things in life in Bright Falls were spoiled and ruined forever. There would be a just and terrible reckoning. Emmett had imagined many times how he'd make them pay. He had lovingly tended his anger, made it grow hotter. It was out in the open now. Ugly and slobbering, they reached at him with their unwashed hands. He'd beat them down, beat them until they no longer moved. And then he'd wash his hands with a strong antibacterial disinfectant. Wer war Emmett? Irgendwas sagt mir, glaube ich, der Name. Emmett Elwood. War das der... Oh. Hat ihm der Buchladen gehört? Ich weiß es nicht. Der Name, der kommt mir aber bekannt vor. Auch schon aus dem ersten Teil. Rose spare fuses are now cooked away because someone, Artie, keeps stealing them. Code is in the laundry room.
Halt. Umdrehen. I can't force it open. Da war der Ausweg. Dann will ich nämlich mal eben noch schnell mit Rose quatschen, weil ich glaube, hier unten geht's normal weiter. Rose. Wake has returned. Oh my God. You're the hero! You're here to save Alan! I feel so silly for trying to keep you out of the wellness center. I locked Tor and Gale in there after they lost it, and I didn't want you getting hurt. Before I forget, here's the page Wake told me to give you. Oh, and you'll need my keys to get around. Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. A light bloomed in through the garden window. The horror story beat me to Tor. I have to rescue him. Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. Standing there, Saga felt exposed, expecting the shadows to come alive. The needle crackled on the vinyl. The song swelled. Odin had said it was written for her and her mother. Her grandfather's apology. The lamentation of an old man. His heart was broken, sinking into darkness. Odin had said that the song would be a way to know Tor, a way to find him. A light bloomed in through the garden window. That's where Tor had vanished into the pond. Saga knew what she had to do. Bild. Danke. The page mentions a missing record. Do you know where it is, Odin? Driven by passion, raging like a storm. Your grandfather made the song to apologize. To your mother, Freya, and to you. Tor's like a storm. Your mother did the right thing, leaving with you. Even if it broke your grandfather's heart. And mine. Listen to the song, Saga. It's all there. Tor only had one record made. He keeps it in the museum. Odin knows my mom's name. He's saying my mom took me away when I was still a baby. Plausible. Stay on task. The record is in the museum. You need to get the residents out of here. It's not safe. Oh, this kind of stuff rolls right off their backs. They've lived very rich lives. Very resilient. But I already told everyone to wait at the designated muster point on the front porch. We run drills every few months. I'm so proud of them. I'm impressed by how prepared you are. We're pretty used to this kind of thing. You're the one leaving those Alex Casey lunchboxes around, aren't you? Guilty. They were the Oh, only God. Alan-related containers I could find online. He told me to destroy the Taken around town, and I needed some way to stash my gear. I even recruited Mandy May to make knitwork decorations to mark the sites. The stashes are for you, too. You being the hero and all. Thanks. I already have been. Es ergibt so Sinn wegen der Fanfiction-Kram und so weiter. Und auch die Geschichte mit dem schwarzhaarigen Mann, der sie rettet und so. Oh Gott.
Wake is in custody. How have you been in contact with him? He leaves me messages in funny places, like the newspaper, books. Once he even wrote to me with a cloud. If it's something really important, he tells me in a dream. Okay. And what does he say to you with these clouds? Ways I can help him, how I can stay safe, good dinner recipes, ways to kill Taken, lots of stuff. I've been finding some pages of writing lately too, so he must be working on a new book. Exciting. Naja, aber irgendwie, so dumm es auch klingt, ergibt es auch schon fast Sinn. Wake tells you how to kill Taken? Oh, sure. You're the hero, so you must know all about it. All you need is a strong light, and then your conventional methods of extreme violence. Simple stuff. The tough part is hiding the bodies. I honestly don't know how to react to this. Just doing my part, sister. What happened to Tor just now? Cynthia took him. Ugh, I knew someone was messing with Tor's head. There's something wrong with the water here. Pipes acting up, black stuff coming out. Cynthia's probably behind that too. Does Cynthia have any connection to the cult of the tree? Oh no, she's way too frail for that. But she used to be this town's best defense against the forces of darkness. Well, after Alan. But I guess it finally got her. Ich muss sagen, Rose hat der zweite Teil echt gut getan. Im ersten sah sie ein bisschen creepy aus, aber jetzt mittlerweile she's a cutie. So, ich weiß, ich soll eigentlich da hoch, aber ich glaube, da unten muss ich zuerst hin, um Fuses zu kriegen. Da bin ich mir sowas von sicher. So für Strom und sowas. Zumindest ist das gerade mein Gedanke. Oder es ist wirklich einfach nur so ein Extra-Ding hier. Aber das glaube ich irgendwie nicht. House of Zane, renowned filmmaker, establishes artist commune in Bright Falls. Thomas Zane, born Thomas Zane in Finland, and his partner Barbara Chegar, born Barbara Chakala in Finland, have recently established an artist commune here in Bright Falls. Mr. Zane has purchased the old manor house outside town, and the couple has already settled in. Ist das im Cauldron Lake, die Hütte? In his home country and internationally as well, Mr. Zane is a well-known and respected auteur, filmmaker, a rising star already compared to the likes of Stanley Kubrick and Ingmar Bergman. His earlier film, Nightless Night, won a number of European Film Awards. Mr. Zane is currently in the process of filming a feature entitled Tom the Poet. In conversation, Mr. Zane comes across as a charismatic figure with big dreams. He talks about building a hotel and a film studio in the area. He even has a name picked out for the hotel, Ocean View Hotel. Ooh. This reporter believes the name has a nice ring to it. Mr. Zane's dreams would certainly make Bright Falls a household name if they became reality. Members of the commune clearly feel the same, seeing Zane as a person worth revering, even to a faintly cult-like degree. A person who guides his flock to expand their consciousness and reach a higher state of artistic inspiration with the aid of magic mushrooms. While the Bright Falls record does not condone the use of illegal drugs, we hope Mr. Zane will help put our town on the artistic map. Is this something they watch on movie night?
That looks just like Casey. Hä? What the hell is going on? Ich sehe da nix. Cynthia Weaver had always kept her lantern close. Someone in the bathroom with her. In the dark. Dark water pressed itself into her. She screamed. Cynthia Weaver hated being old. She'd been a doer, a fighter. Now the bathroom frightened her, afraid she'd break her hip, like Norman. Cynthia had always kept her lantern close, to hold the darkness at bay. "Oh dear, my lantern. I think I've lost it," Cynthia said. "This will put a smile back on your face, my dear," a voice said. A man's voice. Someone in the bathroom with her. In the dark. The light bulb had blown. She meant to replace it days ago. How could she forget? She had slipped getting out of the tub. She lay in the tub now. She lifted her hand. It looked wrong. Too many hands. In a black void with no sense of up or down, she was underwater. A dark shape pushed her down. Dark water pressed itself into her. She screamed. It came out in bubbles. Holy shit. Hört sich echt abgefuckt und creepy an. Und scheiße. 273. A fuse. Could come in handy. Oh, das mies, dass ich das nicht gucken konnte. War das ein Bug? Oder hätte ich das so früh noch nicht machen sollen? Aber das wäre dann ja immer noch das gleiche dann gewesen, ne? Ein Bug. Aber ich bin vielleicht ein bisschen zu früh da unten. Da war wer. Okay, einfach nur im Grunde. Wie, wo, was? You all should stay out here a while. Until it's safe. I'm happy to get out of that house. Isn't it strange that I've lived in Bright Falls my whole life and I can't remember this building? The house has always been here, Norman. Remember when that poor Nora girl drowned in the bunker?
Those Andersons got it so cheap because it's haunted. You get what you pay for. Is there anyone who didn't show up? A few. Artie, Gail, Cynthia. If they aren't here by now, then they aren't coming. It's important to be punctual. On that topic, I'd like to point out that our nightly decaf coffee service is almost half an hour behind schedule. Have any of you noticed anything odd about Ms. Weaver? Just that Tor won't leave the poor woman alone. That brute wants one thing, and one thing only. Cynthia's gotten downright bossy. Take a swim in the pond, Norman. Drink some water, Norman. Well, no one tells Norman MacDonald what to do. Hello there. Are you Pat Maine from the radio? That's me. And you're the federal agent everyone's been talking about. Would you have time for an interview at some point? Oh, sorry. I'm kind of in a hurry right now. Love your show, though. Very informative. Thank you. Never compromise on quality. That's my motto. We'd be happy to have you on the show anytime. Me and my listeners. Ja, ist schon schade zu sehen, wie alt er mittlerweile geworden ist. Aber hey, es ist der Lauf der Zeit. Mandy May, are you all right? You're bleeding. Oh, how did that happen? Oh, no, Mandy May. Oh, no! Oh, don't be a crybaby, Norman. It's nothing. I just poked my finger knitting this monster of a blanket. It sure is a beautiful night, huh, May? Nice and... Hier ging es ja nach draußen. Odin Anderson stirred in his bed, his vision hazy, smudged. He felt weighted down by an ocean of dark water. Through the haze, he made out Saga. Odin felt useless. He wished he could tell Saga how his silly faces made her smile when she was young. Too young to remember. Odin used to joke that Tor was her grandfather, but he was the Allfather. He smiled at the memory. Odin was the kinder of the Anderson brothers. Tor lacked patience, more volatile. The brothers fought a lot, but they were inseparable. Now Tor was missing, dragged into darkness. Odin could feel it. Time was running out for both of them. Ich habe ja so ein bisschen die Sorge, dass es im Worst Case darauf hinausläuft, dass wir einen der Anderson-Brüder, böse gesagt, kalt machen müssen. Oder mit ein bisschen Glück, wenn man das denn so nennen kann, nur Cynthia Weaver. Ich meine, die Darkness hat sie ja scheinbar voll im Griff. Ich finde es auch ein bisschen schade, wenn ich gerade so drüber nachdenke, dass man hier nicht sehen kann, ob man irgendwas übersehen hat oder nicht. So an Seiten.
Gerufen. Jetzt kann ich nicht mit ihm reden. I took it out myself. Ja. Genau. Speichern. Da fehlt was. Anger's remorse. This is the one. But it's gone. Cynthia has the record. She will tell me where to find it. Crashed hotel rooms and ruined pools. Old Gods of Asgard band member dead. Ooh. Legendary heavy rock band Old Gods of Asgard mourns the loss of their defiant talent guitarist Bob Balder. Fat Bob. Oh, das ist der die Gitarre in der Hand hatte. Also der die Dings, ne? Ja. Der dritte Typ, den man auf dem Bild immer sieht. As he was affectioned and ironically called, died from complications of a severe illness, leaving his bandmates Odin and Thor Anderson behind. The peace-loving musician will be sorely missed also by the band's numerous fans. Rock music is the ancient language of the soul. Muses, Old Gods of Asgard Lieder Singer. Ja, und zwar hier links der Typ. War das dann? Beziehungsweise hier. Ne, Thor. Odin. Balder, okay. Balance Lies the Demon. Ich glaube, das war ein Song aus Control. Take Control, auch ein Song aus Control. Children of the Elder God ist Alan Wake. 1. Was ist mit The Poet and the Muse? Oh, Cynthia hat auch noch ein Ding. Erstmal ihn hier. Anger's remorse is missing. Who took it? Our shame becomes the pale horse. Oh, Tor, bro. Tor's love for you is in that song. That's why Cynthia wants it, to ruin him. She made Tor lust after her. We fought one scratching hag years ago. Now he's fallen for another, and we might lose him for good. One less Anderson. That isn't going to happen. Cynthia has Tor in the overlap. Anger's remorse is the key to get there. I need to make Cynthia reveal its location. Cynthia targeted Tor specifically. Why him? Deal with the nasty Anderson fellow. His heart was broken. Cancelled. Leaks started appearing. It was too late. Shut her out of her own case. The dark presence is using Cynthia to keep me from talking to Tor. Where is Anger's remorse now? He is a young girl in love.
of rock and roll to exist. The shadows to come alive. A gift. An on-off death wish. She has the record. I can get it out of her. Anger's remorse. Where is it, Cynthia? Drowned beneath dark water. Too many hands. The bathroom frightened her. Cut short. She screamed. An old folks care home. Oh. The Anger's remorse record is in Cynthia's room. In her bathtub. Und wir hatten ja letztens auch mit Kapitel von Alan Wake, dass etwas aus dem Bad holen sollen müssen. Aber das ist ja dann verschwunden. Ach du Scheiße. The page says the record will open the overlap. Or is the page predetermining it? Am I just playing into the story? A bathtub, a pond, a lake. There's a theme here. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn doch irgendwann der Ocean dazu kommt. Rose Marigold left these lunchboxes for me. Alan Wake apparently told her to. I guess I owe her one. It's not a lake, it's an ocean. No use crying in the dark place. What has been has gone. But trouble doesn't look like this. You can go to the basement and check the generator. But look out. You can never know in which tree the devil sits. The basement. Thanks. Aber weil ich so gierig mich die ganze Zeit umgeguckt habe, war ich ja natürlich vorher schon gewesen. Hätte ich mir ja denken können. Finland for holidays. Do you know anything about the cult of the tree? Yes, yes. He who reaches for a spruce tree will stumble into a juniper. Bloom was one of them. He has kicked empty. I wouldn't want to be in his shoes. But I like his shoes. How did you know Blum was part of the cult? Oh, Fox never runs out of tricks. He's a crazy man, and he will show his ways. Bloom like to talk. Wahrscheinlich, wenn er gesoffen hat. Ich glaube, das soll so nicht.
Ich hasse fucking Twitch. Willst eine Stream-Markierung setzen? Nope. Kannst nicht machen. Fehler. Ja, Twitch, deine Existenz ist ein Fehler. Ernsthaft. Twitch ist ein Saftladen, habe ich das schon mal gesagt. Der größte Saftladen überhaupt. Und die App sagt immer noch, wenige Sekunden nach Streamstart kannst du keine Clips machen oder sonst irgendwas machen. Alter, ey, ohne Witz. Dass Twitch jemals richtig funktioniert, wird niemals passieren. Es wird immer ein Saftladen bleiben. Ich sag's so, wie es ist. Zumal ich auf dem Handy irgendwie seit Wochen immer wieder die Meldung kriege, es ist ein neuer Update für die Twitch-App verfügbar und wenn ich drauf drücke, passiert nichts. Ja, meinetwegen kann sie, also ganz ehrlich, mir ist egal, wenn das Twitch zu offendet und die das traurig macht und die deswegen meinen Kanal bannen sollten, warum auch immer. I don't care. Cynthia took the record Dann streame ich halt auf YouTube in Zukunft. Ist mir egal. Use crying in the dark place. What has been has gone. But trouble doesn't look like this. You can go to the basement and check the generator. But look out. You can never know in which tree the devil sits. The basement. Thanks. Vor allem habe ich ja eh überlegt, Multistreaming einzurichten, damit ich auf YouTube und auf Twitch zeitgleich streamen kann. Aber ich kann leider nur einen Chat lesen, von daher ist das erstmal wieder aus dem Rennen. Do you know anything about the cult of the tree? Yes, yes. He who reaches for a spruce tree will stumble into a juniper. Bloom was one of them. He has kicked empty. I wouldn't want to be in his shoes. But I like his shoes. How did you know Blum was part of the cult? Oh, Fox never runs out of tricks. He's a crazy man, and he will show his ways. Bloom like to talk. So, und aber sieht schick aus, so mit den Lampen. Ich glaube, hier ist irgendwas kaputt gegangen. War doch so und irgendwie, keine Ahnung. Shit. I need to get key fob's no good without power. Übrigens sagt ja auch das Spiel, ey, installier's auf eine SSD und das habe ich ja auch gemacht, von daher zu langsam laden oder so kann es nicht sein, das Problem. There. Power's back on. Könnte ich denn jetzt theoretisch das Video hier gucken? Ja.
Jetzt weiß ich, was sie gemeint hat. Shit. Careful, Saga. Auch nix. Wer weiß, was dann auch alles passiert wäre, wenn ich mich vorher nicht ordentlich schon umgeguckt hätte. Auch nicht so einer, ey. Hunting season! Rain pressing against the windows! It was too late. Kann man doch irgendwo auch speichern, oder? Das war oben. He was underwater. The nightmares were starting to creep in. Muss gerade an dieses Meme denken. Hello, I'm under the water. Please help me. Kennt ihr doch bestimmt alle, oder? Als ich gerade gesagt hat, mit Underwater musste ich irgendwie dran denken. Hello, how you doing? I'm under the water. Please help me. Saga was trapped in a horror story. Soll ich eigentlich auch da links das Ding machen, aber okay, dann halt nicht. Time was running. Boah, der hat kein Fenster hier drin, das ist ja mal mies. Wheeler set up a foundation with the sales of their greatest hits album. He used the cash to build a nursing facility. The old men deserved it. An old manor in Bright Falls. Wheeler hired a contractor to have it refitted as an old folks' care home. At this point, Wheeler felt good about himself. He had a heart of gold. No need to feel guilty. Wheeler left the work to the contractor and returned to New York City. He had done his part. It was time to turn over a new leaf. The contractors figured out Wheeler was gone for good. They took the money and ran. When the fall rains came, the leaks started appearing. Wie ruckelt das Spiel? Also hat das Spiel öfter mal so aktuell ein paar Frame-Einbrüche. Ich glaube, wenn es so weitergeht, werde ich nachher gegebenenfalls mal das Spiel neu starten. Adam? Was Cynthia into civil engineering? Nee, da war ihr Versteck. Ihre Basis, wenn man so möchte. Oh, the well-lit room.
Thomas Say, oh, Divers Isle, da ist sie doch, die alte Hütte. Barbara Jagger, sie selber. A power station. Da wo sie ihre Bude drin hatte im Everyone needs Grunde. a hobby, I guess. A lantern. Ihre Laterne, genau. Was Cynthia using it for protection? So gesehen, ja. Did she know about the dark presence? Und wie sie davon wusste? I feel like I'm missing some context here. Tust du? Da ist nämlich die Schachtel mit dem Klicker drin. I'm guessing the woman in this photograph was not Cynthia's favorite. Nee, es war auch Barbara Jagger. Die Dark Presence. Also zumindest die Fake Jagger. Tor's a romantic, huh? Ach du großer The dark presence uses people's memories, their fears to corrupt them. I went down to the basement today to check the lights. I can't trust Blum to do it. He's too slow, but it's getting harder and harder for me to reach them. I can't keep up much longer. Tom's lamp is gone, the lamp with the angel on it. You always loved that lamp. It disappeared from my room. The darkness is here after all these years. It took Tom's lamp. I know it. The lights are going out more and more. There's no one left to stop it. I can't do it on my own. Not anymore. I have nothing left of Tom now. I don't know what I'm going to do. I need Tom's lamp back. I need Tom back. The shadows are moving. There is no more light, no more lamps. I can't find my way out of the room. Someone locked the door. Did I lock it? Maybe Tom did. He probably did it to keep me safe. He's such a considerate man. Barbara doesn't deserve him. Tom could do so much better. Where did Tom's lamp go? I used to have it. I guess he took it back. That's fine. It was his after all. The shadows are moving. Did I write that? Nonsense. There are no shadows. It's just us, Tom and I forever. I found something funny while I was down there. A newspaper article about Tom, but it called him a filmmaker. Das hat mich auch schon gewundert. Tom didn't make movies, he was a poet. Ja eben, der hat Bücher geschrieben. A magnificent poet. I dug around and found film equipment supposedly also Tom's. What is happening? This isn't right. I know it isn't. Cynthia would deal with the nasty Anderson fellow, Tor, always poking people with his hammer. He had it coming. Ich doch, das zeigt einfach komplett vor. Da finde ich ein bisschen schade, dass das nicht automatisch passiert, wie es sonst immer gewesen ist. Cynthia Weaver smiled. Lost without her lantern? Nonsense. Cynthia felt as giddy as a young girl in love. Cynthia had loved Thomas Zane. Tom only had eyes for Barbara. Barbara was bad news. Tom had seen it in the end. Cynthia had been there to comfort him. And when he left, Cynthia waited. Years of waiting. Now Tom had come back to her. They'd be together now. See the world. She'd always dreamed of seeing New York. They were there now in a fancy hotel. She drew a bath. She would become like Barbara. No, better. She sank into dark water. Into Tom. Tom had enemies plotting against him. Cynthia would deal with the nasty Anderson fellow, Tor, always poking people with his hammer. He had it coming. Anything for Tom. Cynthia was close to someone named Thomas Zane. Who is he? Tom was back. Tom had enemies. In a fancy hotel. Just his imagination. The nightmare started to creep in. Cynthia Weaver smiled. An old flame. Maybe Tom was taken. Anger's Remorse by Old Gods of Asgard.
to play it in the jukebox. The dark water pressed itself into her. Ist mit der Tür. Er ist auch die Ruhenperson der Arti, ne? Mach mal eben einen Neustart vom Spiel. Ja, natürlich, Cloud wird synchronisiert. Dann mach. Synchronisier. Das ist aber auch wieder so ein langes Kapitel. Aber gut, ich muss auch sagen, ich war zwischendurch ja so, keine Ahnung. Mal 10 Minuten, mal 5 Minuten weg oder so. Wegen Futter. Na klar. Where'd it go? God damn it. The song will show me the way. Look in the mirror. Ja, geil. Cobweb of my soul. My face for Ein bisschen wie damals mit Howard and the Muse. driven by passion, raging like a storm. Oh Gott, wäre das wieder so ein geiler Musikmoment. The overlap is at the pond. Fuck. Here we go again. Und jetzt ist die Musik aus. Ich hätte nicht gehen dürfen. Und trotzdem habe ich es getan. I need to get the clicker to wake and close this damn case before my family gets dragged any further into it. Der Case ist wohl auch closed. Tor's here in the overlap. Gotta find him and get the fuck out.
Overlaps require pieces of art to enter. Is that because of the dark place's focus on art? Ja, ist jetzt dieser Bunker, wo wohl das eine Mädel gestorben ist. Body of missing youth discovered in flooding bunker. Gone too soon. Mommy, what are you doing? Help me, please. This isn't real! Mom, help me. Fuck this place! Beware the drowned lady. Oh, das sieht aus wie so ein Labyrinth hier unten, ne? Die Tür war vorhin doch noch offen, oder? Die waren vorher alle offen. Ja gut. Die eine Tür hier ist ja immer noch offen. Jetzt laufe ich im Kreis. Am I going in circles? Ja. Das merkt man hier auch zwischendurch ganz gut. Der Loop war übrigens dann dementsprechend leider nicht im Krankenhaus, im Nursing Home. Wäre nochmal geiler gewesen, glaube ich. Aber scheinbar wird aus dem Mädel, das hier ertrunken ist, dann Logan draus gemacht, wa? No power. Can't use the switch. I need to get the power on to use the switch. The wall just disappeared. The light did that? Die sind wie bei Alan, wa? Gut versteckt. Closer. Destroy the only way.
It's a loop, like the others. I need to reach the center. Das Hotel. Sind die so angeordnet wie die Nee, sind sie nicht. Geht ja schlecht. Die Türen waren ja teilweise auch direkt nebeneinander. Aber die Parallele ist nice. She's here. Sind wieder im Loop drin. A dead end. Oh, back here again. Das mit den Loops ist so eine geile Idee. Wir sind nicht so ganz an der Wand dran. Ich weiß nicht, ob das so soll oder... Was ist da oben? Locked. The key has to be nearby. Oh Gott. Was ist das denn hier jetzt? Muss auf jeden Fall einen Schlüssel finden. Ich gehe jetzt erstmal da unten durch. Überall sind Pistolenmunition, weil ich ja keine mehr habe. Außer das, was aktuell im Magazin drin ist. Und ich kann es nicht aufheben, weil mein Inventar so voll ist. Ich meine, ich könnte zumindest hier mal Pillen futtern. Aber das hilft jetzt ja auch nicht dann weiter. Puh. Irgendwas rauswerfen, das ich nicht brauche. Ich meine, die Armbrust ist eigentlich ganz geil. Die benutze ich noch viel zu selten zugegeben. Ich habe zweimal Trauma-Dinger mit dabei. Hm.
Wüsste jetzt aber auch gerade nicht, was ich hier rauswerfen soll. Oder wollen würde. Ich glaube, ich behalte das alles einfach. Was soll schon schief gehen, wa? Ich hoffe doch mal nix. Ich habe auch lange keine Inventarerweiterung mehr gefunden. Und hier ist nichts. Ein Schlüssel für mich. Überall Pistolenmunition. Ach, ich würde es ja gerne nehmen, aber ich darf nicht. Alter. Aber so sieht man mal, Leute, wie Survival-Horror-Games funktionieren. Im Grunde wird dir immer das gegeben, was du brauchst. Wenn du nichts davon hast. Vor allem was halt Munition und sowas betrifft. Merkt euch das. Geil, endlich mal den Cutter. Wurde aber auch mal Zeit. Unten hat sich auch nichts verändert, nehme ich mal stark an. Nope. Ah, hier. Floodwater pressed in on. She likes cats. Security! Immer diese Gewalt. Dieses Spiel will unbedingt, dass ich wieder Pistolenmunition habe, aber ich kann nicht. Oh, jetzt habe ich so viele neue Möglichkeiten, wo ich hingehen kann, ne? Holy shit.
Vor allem in Bright Falls. In der Stadt, im Dorf, whatever, wie man es nennen will. Writing a story. Der Zeitungsausschnitt liegt nicht mehr da. Back again. Gotta go deeper. Mittlerweile aber auch anders aus hier. Mann, Spiel! Nimm dir die Pistolenmunition! Was war das denn jetzt? Das Wasser steigt. Oder kommt mir das gerade nur so vor? Ne, das Wasser ist gestiegen. Tor! Where are you? Can you hear me? It's so dark. Oh, I'm sorry, kiddo. The hag tricked me. Tor, I'm here! I'm coming! Okay, ich kann aus dem Wasser raus. Nichts passiert. Dark water. You took Tor. I'm here to take him back. I need to get the lights on to reach him. Saga. It's so damn dark down here. Water. I'm underwater. She's trapped me at the bottom. I don't think I'm gonna make it. I gotta get out of the water. Ja, sag mir jetzt nicht, dass das so eine Scheiße ist wie ein fucking Amnesia. She's coming. Es ist wie diese fucking Amnesia-Kacke, ey. Ah. Für die, die Amnesia nicht kennen, es gab da so einen Gegner, auch so ein Horror-Game, da konnte man nur wegrennen vor Gegnern. Im Kellerbereich oder so, wo dann auch Wasser war und du konntest halt, wenn du im Wasser gewesen bist, ist dir das so ein unsichtbares Vieh hinterher die ganze Zeit. Und das war einfach... Aber ich fand Amnesia, finde ich persönlich ein bisschen overrated. Ich fand den nicht so gut, das Spiel. Auch wenn ich mir damit jetzt wahrscheinlich Feinde mache, weil ich das gesagt habe. I'm on my way. There must be a way to get the power back on. I can't stay in the water. Ja, Mädel, ich hab's verstanden. Ich versuche dran zu arbeiten, Tor. Shit. Where'd she go? Shit! She was underwater. She's coming. Ich will da aber auch nicht aus dem Wasser raus.
Ich habe versucht, da jetzt ein paar Mal hochzurennen an dieser Rampe, aber die wollte einfach nicht. Oi, 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 oi. Hab fast die Stelle gar nicht gesehen hier mit dem Generator. I'm not leaving you here, Tor. Hold on! Wie frech! It's cold. Dark. I can't see a goddamn thing. Tell Odin. I'm sorry I fucked everything up. You can apologize to him yourself. I'm getting you the hell out of here. Hoffe ich zumindest. Das ist jetzt schlecht. Sinking into darkness. Fatherhead swimming right there. Jo! Was stimmt denn mit dir nicht? Alter, willst du mich verarschen? Was passiert denn hier? Was zur Hölle war das denn? Das sah alles nicht richtig aus. Wie die da so auf dem Boden in so einer komischen Animationsloop gefangen war, wo ich nicht mehr rausgekommen bin. Und das war alles gerade ganz weird. Tell Odin. I'm sorry I fucked everything up. You can apologize to him yourself. I'm getting you the hell out of here.
Au. You again. The FBI. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Where are you? Is this coming from the dark place when you were still trapped? I have the clicker. We can finish this. Without the clicker? You can help. I must find it. I already have it. I can get it to you. But I have to understand. Did you write Logan into the story? Lad's in danger. I need to get back. I'm writing a story. It's the only way. Then change the story. If this is the past, if this is you still in the dark place, then you can do that, right? You cannot write her in. She's my daughter, goddammit! Logan is in the story. I can get him to change it. I have the clicker. I'll make him change it now. He had no right to do this to Logan. To my family. Tor! Oh, fucking hell. Are you okay? You took your sweet time to come save your grandpa, huh? Nice attitude. A family trait? You're right. Sorry. Thanks for helping out an old bastard like me. That's my job. Now, I've got some questions for you. Of course you do, sweetie pie. And I got answers. Glaube ich, war noch nie so froh, dass ein Charakter unversehrt geblieben ist wie hier. Driven by passion, raging like a storm, with thunder and lightning and the hubris I was born. Blood, heart, and vein, I risk to take it all. Blind to your pain, your wounds, my downfall. You can't relight my fire when our shame becomes the pale horse. The stories harboring liar, but you're the sea that can break the curse. For in the twilight of my years, I am nothing but anger's remorse. I am nothing but anger's remorse. I am nothing but anger's remorse.
but you're the sea that can break the curse. For in the twilight of my years, I'm nothing but anger's remorse. I'm nothing but anger's remorse. Dive through the dark to find a light on the other side. You will find in there the peace you're missing. The man I drove